zusammen, herzlich willkommen bei Dinas Welt. Ich habe ein Lied produziert, in Anführungszeichen, wie nennt man das? Also ich habe ein Lied geschrieben und das gesungen zu einem Beat, der aber schon existiert hat, weil ich zu faul war, selbst einen zu machen. Auf jeden Fall habe ich ja keine Ahnung so vom Mixen und Mastern und so gehabt. Deswegen habe ich 3 Leute auf so einer Plattform bezahlt, dafür, dass die meinen Song richtig mastern und mixen. Also der erste Dude hat das einfach nur gemastert, der zweite Dude hat es gemastert und gemixt für 5 Euro und der dritte hat es für 15 Euro gemastert und gemixt, weil ich einfach auch gucken wollte, wie gehen die daran, was macht den Unterschied aus. Ja, und tatsächlich habe ich einiges dadurch gelernt, aber ich wollte es einfach mal mit euch teilen und euch entscheiden lassen, welche Version ihr am besten findet, und die werde ich dann sozusagen als Lied hochladen. Also was ich vielleicht noch erwähnen sollte, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich es höre, und dann wird immer da oben meine Erstreaktion sozusagen eingeblendet sein. Gut. Also, okay. Also, was ihr jetzt hier seht, hier oben, das ist jetzt mein Mix. Dann kommt hier die gemasterte Version. Also, was man auf jeden Fall hier schon sieht, ist, dass die viel lauter ist, aber dazu mal später mehr. Wir machen mal die anderen jetzt alle. Also, wir hören uns jetzt meinen Mix an. Also erst wollte ich einfach nur drüber reden, dann dachte ich, dass ich ja auch viel kürzer drüber rappen kann. Deswegen, Also ihr hört, los geht's. es fehlt so ein bisschen Reverb. Meine Pläne für die Zukunft, die sind mir noch nicht so klar. Aber eins ist für mich sicher, ich mach nur das, was ich auch mag. Immerhin geht's ja auch um mich, so dass ich nach keinem anderen frag. Und erzählt mir, wer das was nicht geht, sag ich einfach, das ist nicht wahr. Ja, ich sitz hier und hab schon wieder so viele Ideen. Und ich weiß manchmal nicht, wie soll ich diese alle drehen. Kann doch nichts dafür, dass mich sonst hier nichts bewegt. Doch dann frage ich mich, kann's für mich so konfus weitergehen? Naja, ich sag einfach, was bei mir demnächst so ansteht, ne? Ein Laden, Café und eine Bibliothek möchte ich hier eröffnen, lieber früh als zu spät. Letzteres bleibt privat, versteht sich. Meine 4 Nebenjobs aber mache ich öffentlich. Daneben natürlich jeden Freitag ein Video. Dass mich das überfordert, weiß ich schon sowieso. Also warum aufhören, einfach weitermachen? Denke ich aber an die Uni, kann ich nur lachen. Naja, 3 Module möchte ich dies Jahr schaffen. Vielleicht lerne ich ja doch noch interessante Sachen. Ist das alles so mein Weg? Ganz bestimmt nicht. Aber egal wie viel Stress, auf das, was mir Spaß macht, verzichte ich nicht. Richtig so. Verzichte ich nicht. Ich blicke auf die Welt und sie dreht sich. Und irgendwo zwischen all den Dingen bin ich. Ja, das war das Lied. Was meiner Ansicht nach direkt auffällt, es hört sich, also aus meiner Sicht, irgendwie unprofessionell an. Also da fehlt was. Also die Stimme ist okay, aber man hört raus, dass ich es in einem Raum aufgenommen habe, und einfach, kennt ihr das, diese so Feintuning-Touche, die haben gefehlt, und das habe ich auch gespürt, als ich das Lied sozusagen fertig geschnitten hatte. Da war einfach was unvollständig. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht fehlt da was, und dann zeige ich euch jetzt mal von dem Dude, der es gemastert hat. Also was direkt am Anfang schon mal auffällt. Auf jeden Fall die gemasterte Version scheint lauter zu sein. Aber wir hören mal rein, was ihr jetzt davon haltet. Also erst wollte ich einfach nur drüber reden, dann dachte ich, dass ich ja auch viel kürzer drüber rappen kann. Deswegen, los geht's. Alles klar. Meine Pläne für die Zukunft, die sind mir noch nicht so klar. Aber eins ist für mich sicher, ich mach nur das, was ich auch mag. Immerhin geht's ja auch um mich, so dass ich nach keinem anderen frag. Und erzählt mir, wer das was nicht geht, sag ich einfach, das ist nicht wahr. Geht das nur mir? Okay, es ist übersteuert. Hört ihr das auch, dass es übersteuert ist? Also wenn ihr es mit Kopfhörern hört ihr, wie der Ton so leicht knackt, so kommt dann. Also ich glaube, der hat es ein bisschen zu laut versucht zu machen, aber wir hören mal weiter. Vielleicht, weiß nicht, ob das jetzt nur mir auffällt. Oh, Kacke. Ja, ich
sitz hier und hab schon wieder so viele Ideen und ich weiß manchmal nicht, wie soll ich diese alle drehen. Kann doch nichts dafür, dass mich sonst hier nichts bewegt. Doch dann frag ich mich, kann's für mich so konfus weitergehen? Naja, ich sag einfach, was bei mir demnächst so ansteht, ne? Ein Laden, Café und ne Bibliothek möchte ich hier öffnen, lieber früh als zu spät. Letzteres bleibt privat, versteht sich. Meine 4 Nebenjobs aber mach ich öffentlich. Daneben natürlich jeden Freitag ein Video. Dass mich das überfordert, weiß ich schon sowieso. Aber Also sie ist auch warum klarer. aufhören, Aber einfach es ist weitermachen. irgendwie übersteuert. Denk ich aber an die Uni, kann ich nur lachen. Naja, 3 Module möchte ich dies Jahr schaffen. Vielleicht lerne ich ja doch noch interessante Sachen. Ist das alles so mein Weg? Ganz bestimmt nicht. Aber egal wie viel Stress, auf das, was mir Spaß macht, verzichte ich nicht. Richtig so. Verzichte ich nicht. Ich blick auf die Welt und sie dreht sich. Und irgendwo zwischen all den Dingen bin ich. Ja. Also, wenn ich jetzt Punkte geben würde von 1 bis 10, dann wäre das eine 3. Also es ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht gut und es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ist okay, würde ich so hochladen, weil der Ton irgendwie, der Bass ist zu krass, also zu krass in die Höhe getrieben, so zwangsmäßig, dass der halt so, keine Ahnung, für mich ist da so ein Rauschen drin, was also leider mir persönlich, gefällt es nicht so sehr. Das ist jetzt die gemasterte Version, wie gesagt, von jemandem für 5 Euro. Das war also mein Mix, nur gemastert. Mir persönlich würde jetzt diese Version nicht gefallen. Also ihr könnt ja mal sagen, was ihr von der Version haltet. Ob sie euch gefällt, ob ihr die gut findet. Oder ob ihr das ähnlich seht. Aber gehen wir jetzt einmal zur dritten Version. Das wurde jetzt sowohl gemixt, das heißt, ich habe die Musik und die 3 Vocals gegeben und die haben das selbstständig zusammengeschnitten und die Vocals nochmal einzeln bearbeitet. Das heißt, der hat um einiges mehr gemacht für die 5 Euro. Und jetzt hören wir mal da rein. Aber ganz anderer Ton. Also erst wollte ich einfach nur drüber reden, dann dachte ich, dass ich auch viel kürzer drüber rappen kann. Deswegen, los geht's. Meine Pläne für die Zukunft, die sind mir noch nicht so klar. Aber eins ist für mich sicher, ich mach nur das, was ich auch mag. Immerhin geht's ja auch um mich, so dass nach keinem anderen fragt. Und erzählt mir, wer das was nicht geht, sag ich einfach, das ist nicht wahr. Ja, ich sitz hier und hab schon wieder so viele Ideen. Und ich weiß manchmal nicht, wie soll ich diese alle drehen. Kann doch nichts dafür, dass mich sonst hier nichts bewegt. Doch dann frage ich mich, kann's für mich so konfus weitergehen? Naja, ich sag einfach, was bei mir demnächst so ansteht, ne? Ein Laden, Café und ne Bibliothek möchte ich hier öffnen, lieber früh als zu spät. Letzteres bleibt privat, versteht sich. Meine 4 Nebenjobs aber mach ich öffentlich. Daneben natürlich jeden Freitag ein Video. Dass mich das überfordert, weiß ich schon sowieso. Also warum aufhören, einfach weitermachen? Denk ich aber an die Uni, kann ich nur lachen. Naja, 3 Module möchte ich dies Jahr schaffen. Vielleicht lerne ich ja doch noch interessante Sachen. Ist das alles so mein Weg? Ganz bestimmt nicht. Aber egal wie viel Stress, auf das, was mir Spaß macht, verzichte ich nicht. Verzichte ich nicht. Ich blick auf die Welt und sie dreht sich. Und irgendwo zwischen all den Dingen bin ich. Ja, also erstmal die Stimme viel besser, also viel klarer und auch angenehmer für die Ohren, finde ich. Krass, an einigen Stellen finde ich zu viel Reverb, also zu viel Echo sozusagen. Das war mir vor allem an dieser einen Stelle immer noch zu viel, also wenn ihr da mal hinhört. Naja, ich sag einfach, was bei mir demnächst so ansteht, ne? Also das hört ihr, glaube ich, nur, wenn ihr Kopfhörer auf habt, dass das ein bisschen krass ist. Ansonsten toller Effekt auf den Second Vocals und auch auf den Third Vocals, also nice, davon abgesehen, echt cool gemacht. Für 5 Euro absolut mehr als in Ordnung. Also ich weiß noch, als ich es zum ersten Mal gehört habe, ich war so begeistert, ich konnte nicht glauben, so oha, ist ja voll der Unterschied. Von 1 bis 10 würde ich dem
zwischen 7 und 8 geben. Also es ist schon super, also nicht zu 100% wäre es jetzt nicht so, wie ich es gewollt hätte. Aber es ist auf jeden Fall gut bearbeitet, es ist gut gemacht, keine Frage, also echt nice. So, dann jetzt das für 15 Euro, also wieder das gleiche, der hat es auch gemixt und gemastert. Und ja, hören wir einfach mal rein. Also erst wollte ich einfach nur drüber reden, dann dachte ich, dass ich ja auch viel kürzer drüber rappen kann. Deswegen, los geht's. Meine Pläne für die Zukunft, die sind mir noch nicht so klar. Aber eins ist für mich sicher, ich mach nur das, was ich auch mag. Immerhin geht's ja auch um mich, so dass nach keinem anderen fragt. Und erzählt mir, wer das was nicht geht, sag ich einfach, das ist nicht wahr. Ja, ich sitz hier und hab schon wieder so viele Ideen. Und ich weiß manchmal nicht, wie soll ich diese alle drehen. Kann doch nichts dafür, dass mich sonst hier nichts bewegt. Doch dann frage ich mich, kann's für mich so konfus weitergehen? Naja, ich sag einfach, was bei mir demnächst so ansteht, ne? Ein Laden, Café und eine Bibliothek möchte ich hier eröffnen, lieber früh als zu spät. Letzteres bleibt privat, versteht sich. Meine 4 Nebenjobs aber mache ich öffentlich. Daneben natürlich jeden Freitag ein Video. Dass mich das überfordert, weiß ich schon sowieso. Also warum aufhören, einfach weitermachen? Denke ich aber an die Uni, kann ich nur lachen. Naja, 3 Module möchte ich dies Jahr schaffen. Vielleicht lerne ich ja doch noch interessante Sachen. Ist das alles so mein Weg? Ganz bestimmt nicht. Aber egal wie viel Stress, auf das, was mir Spaß macht, verzichte ich nicht. Verzichte ich nicht. Ich blicke auf die Welt und sie dreht sich. Und irgendwo zwischen all den Dingen bin ich. Er hat es exakt so gemacht, wie ich es gemacht hätte. Also so sollte sich meiner anhören, also mein Track. Sehr nice. Nicht gut gewesen. Sehr, sehr nice. So. Also Krass. das habt ihr bestimmt schon gehört von meiner Erstreaktion jetzt, wie ich darauf reagiert habe. Aber das war tatsächlich so gemixt, wie ich es auch hätte machen wollen. Also mein Mix hört sich nicht so an, aber so sollte er sich anhören, so nach dem Motto. Ist halt einfach ein Skillunterschied, ne? Also sehr cool. Hat klarer Ton, finde ich. Schön klar. Das Lustige war, mit dem vorherigen habe ich saulang geschrieben und voll viel hin und her und der hat mir auch immer zugehört und versucht, das alles zu machen. Mit dem Dude, der jetzt den Mix gemacht hat, ne? Ich habe dem die Sachen geschickt, der hat einfach kein Wort mit mir geredet, aber hat mir dann so gefühlt genau das gegeben, was ich wollte und ich so, woher wusstest du, dass ich das so will? Also ich würde jetzt dem 9 out of 10 geben, weil es ist gut, es ist wirklich so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber dieses gewisse Etwas muss dabei sein, damit es 10 von 10 sind. Ich glaube, das letzte ist mein Favorit. So, ich bin neugierig. Was ist eure Lieblingsversion hiervon? Jetzt abgesehen von meiner persönlichen Meinung. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und dann werde ich die Stimmen zusammenzählen und das Lied, was sozusagen gewinnt, wird das offizielle Lied werden. Also die offizielle Version. Vielen Dank fürs Zusehen. Es war ein bisschen anders, das Video. Ist auch zum ersten Mal, dass ich irgendwem was gezahlt habe dafür, dass der was für mich macht. Aber krass, es hat einfach geklappt, wisst ihr? Es ist einfach... Ich weiß, es ist logisch, aber für mich war es krass. Okay, so. Naja, dann euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächsten Freitag. Tschüss.